Ich habe jetzt im Vorfeld mehrfach unseren Kollegen gesagt, sie sollen beim Fragen nicht das Wort Antibiose in den Mund nehmen. Ja, da wissen Sie, das hasse ich, ja. Und ich habe erzählt, dass sie mal eine Doktorandin von mir in Jena auf dem Sepsis-Kongress erheblich zur Brust sich genommen haben, als sie das Wort verwendet hat. Ja, ich bin also noch ein alter Altgrieche und deshalb störe ich mich daran immer so ein bisschen. Also Antibiose ist halt das Gegenteil von Symbiose, aber hat mit der Therapie nicht viel zu tun. Okay, dann haben wir ja schon eine lustige Einstimmung auf unsere heutige Sepsis-Akademie bekommen. Und ich darf Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrte Damen und Herren, auch im Livestream auf YouTube ganz herzlich zu unserer Februar-Sepsis-Akademie begrüßen. Und ich freue mich, dass wir wiederum einen Gast in der Akademie haben, den ich eigentlich nicht vorstellen brauche, aber ich werde es trotzdem tun. Professor Welte ist Direktor der Klinik für Pneumologie an der MHH und er ist Sprecher und Vorsitzender vieler nationaler und internationaler Fachgesellschaften. Er ist natürlich als Pneumologe auch ein Covid-Spezialist und wer schon eine Weile hier drin war, hat mitgekriegt, dass er auch den Star darüber schon kurz ausgetauscht hat. Und er hat viele nationale und internationale Studien, insbesondere auch zur antiinfektiven Therapie, aber auch auf dem Bereich der Pneumologie begleitet und federführend durchgeführt. Und er ist der einzige deutsche Vertreter bei der Erstellung der neuen internationalen Sepsis-Leitlinie, die im Herbst vorigen Jahres erschienen ist. Und das ist auch der Anlass gewesen, warum wir ihn eingeladen haben in die Sepsis-Akademie, da ja doch in dieser neuen Sepsis-Leitlinie das Thema der antiinfektiven Therapie sehr, sehr intensiv ausgeführt wird. Man könnte fast sagen, ein wenig zu intensiv. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und mit diesen einleitenden Worten möchte ich gleich an Sie übergeben, Professor Welke. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Ja, so, da ist es. Wunderbar. Also vielen Dank für die Einladung und ich versuche mit Ihnen so ein bisschen durch die Neuerungen der Surviving Sepsis Campaign Guideline zu gehen, wobei ich primär mal auf die antibiotische Therapie fokussieren werde. Andere Dinge haben Sie vielleicht auch schon besprochen. Ich zeige Ihnen hier, das Paper ist ja parallel in Intensive Care und Critical Care erschienen. Ich muss vielleicht noch ein paar Dinge zur Vorgeschichte sagen. Im Prinzip hat sich die Gruppe schon 2018 konstituiert und sie ist dann durch Covid sehr weit nach hinten geschoben worden. Die Empfehlung, sie sollte eigentlich ein Jahr früher publiziert werden, als das nun am Ende der Fall war. Und ich gehe mal bei den Neuerungen von unten nach oben und der größte Punkt meines Vortrags wird dieser hier sein, unter Punkt 4, aber ich will die anderen auch ein bisschen erwähnen. Und dieser Punkt 7 liegt mir durchaus am Herzen. Das erste Mal ist in einer internationalen Leitlinie die Bedeutung der Nachsorge betont worden. Und ich finde das ganz extrem wichtig. Und ich will Ihnen noch einmal an einer internationalen Diskussion ein Wort, mit dem Sie mich in die Blutdruckkrise treiben können, Post-Covid, zeigen, wie wichtig das doch ist. Denn das Post-Covid-Syndrom teilt sich eigentlich in verschiedene Gruppen. Und ich betrachte nur mal das erste mit Ihnen. Das sind die Patienten, die im Krankenhaus waren, vor allen Dingen, die auf der Intensivstation waren und die lange beatmet worden sind. Und bei uns ist die mittlere Beatmungszeit der Covid-Patienten inzwischen weit über 2 Monate. Der längste Patient an der MHH war 5 Monate an der ECMO, hat das überlebt, ist nach 6 Monaten in die Reha gegangen.
Und was in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, dass es natürlich kein Post-Covid-Syndrom, wenn diese Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt über Symptomatik klagen, luftnötig sind, belastungsinsuffizient sind. Das ist ein klassisches Postintensivstationssyndrom mit allen Zeichen der Sarkopenie, des Muskelverlusts, des Knochenmassenverlustes und der Critical Illness Neuromyopathie. Und tatsächlich haben wir für diese Patienten nur sehr wenig spezialisierte Nachsorgezentren. Und das ist etwas, da müssen wir alle dafür kämpfen, dass wir mehr Postintensiv-Nachsorge bekommen und das einerseits im stationären Bereich, aber darüber hinaus eine stationäre Therapie kann immer nur ein Anlass sein, auch im ambulanten Bereich. Und hier haben wir ein gewaltiges Defizit in Deutschland, das angegangen werden muss. Und ich erzähle Ihnen das, weil in dieser ganzen Post-Covid-Debatte eine Riesenchance für uns darin besteht, das Postintensivsyndrom wirklich nach vorne zu bringen und hier etwas zu erreichen. Zweiter Punkt kann ich ganz kurz machen. Zur Beatmungstherapie gibt es gar nichts Neues. Da hat man einfach die alten Leitlinien bestätigt, schlicht und ergreifend, weil man mehr oder minder keine neuen Daten hat. Und vielleicht ist das Einzige, was erwähnenswert ist, und das ist ja auch eine Konsequenz der Corona-Pandemie, die Bedeutung der Bauchlagerung ist jetzt doch deutlich nach vorne getreten. Und ein Bauchlagerungsversuch bei Patienten im schweren ARDS sollte durchgeführt werden. Bei Covid ist das natürlich besonders zielführend, weil man bei Covid einen Zusammenbruch der endothelial-interstitiellen Barriere hat. Man hat hohe Mengen an extravaskulärem Lungenwasser und das kann man durch die Bauchlagerung nach vorne verlagern, während die Perfusion hinten die beste bleibt. Und damit kommt es zu einer Reduktion des Rechts-Links-Schanz. Vielleicht ist eine der wesentlichen Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie, dass man Bauchlagerung auch beim wachen Patienten durchführen kann. Also Bauchlagerung unter NIV, unter High-Flow-Therapie. Wir machen auch durchaus sowas wie Wach-ECMO bei bestimmten Indikationen in Hannover, zum Beispiel bei den Pneumocystis-Pneumonien der HIV-Patienten. Das ist ein klassisches Ein-Organ-Versagen und da kann man sehr gut Wach-ECMO machen. Und auch bei diesen Patienten kann man bei einem mitarbeitsfähigen Patienten Bauchlagerung einsetzen und das funktioniert durchaus. Der nächste Punkt in der Leitlinie, ja, das ist für mich so ein bisschen was wie der Murmeltiertag. Also ich bin 38 Jahre im Geschäft und in diesen 38 Jahren habe ich unterschiedliche Vitamine für alles kennengelernt. C, D, E in allen Indikationen. Und hier hat man jetzt, glaube ich, was das Vitamin C und die Hochdosis Vitamin C angeht, das Lieblingsthema von Paul Marik in den USA, eine endgültige Entscheidung gesprochen. Klare Empfehlung gegen Hochdosis Vitamin C. Und diese Empfehlung basiert auf 2 im Jahr 2020 erschienenen Studien, die immer die Kombination aus Vitamin C, Hydrocortison und Thiamin untersucht haben. Und ich stelle Ihnen das gar nicht im Einzelnen dar. Sie sehen hier für alle Mortalitätspunkte ist das P weit über 0,5, also auch nicht in einem Trend positiv. Und das gilt für die zweite Studie in genau derselben Weise. Da ist sogar die Mortalität in der Interventionsgruppe im Trend höher als in der Kontrollgruppe, aber auch das ist nicht signifikant. Und damit ist die Vitamin-C-Therapie doch für ja, mein medizinisches Leben
aus den Leitlinien verschwunden. Für Vitamin D sieht das übrigens keinen Deut besser aus. Auch da gibt es zwar viele Observationsdaten, die positiv scheinen, aber es gibt keine randomisiert kontrollierte Studie, die irgendeinen Effekt gezeigt hat. Das war ein großer Streitpunkt auch in der Corona-Pandemie, weil es gibt in einigen Medien Vitamin D-Enthusiasten, die das immer wieder nach vorne gebracht haben. Aber alle Studien am Ende, die wirklich randomisiert kontrolliert sind, haben keinen Effekt gezeigt, und zwar unabhängig von der Höhe des Vitamin D-Spiegels. Und damit komme ich zur antibiotischen Therapie. Und da steht tatsächlich sehr viel in den Leitlinien drin. Und ich will das vorweg schicken. Viele der Dinge, die dort empfohlen werden, sind auf der Basis von vagen oder keinen Zahlen. Das muss man sich ganz klar machen. Und das ist eigentlich in vielem mehr Expert Opinion als Evidence-Based Medicine. Ich fange mal mit der sogenannten Golden Hour an. Wir alle, Herr Gründling und ich, wir sind damit groß geworden. Wir müssen im septischen Schock so schnell wie möglich Antibiotika geben. Sie kennen alle noch diese aufsehenserregenden Zahlen von Kumar, ich glaube 2006 publiziert, kanadische Beobachtungsstudie, in der die Sterblichkeit pro Stunde um 8% angestiegen ist, in der man zu wenig Antibiotikum gegeben hat. Dies war eine ausgesprochen confoundete, gebiaste Studie. Es hat danach eine Reihe anderer Studien gegeben, die das ein bisschen eingeschränkt haben. Und natürlich ist die Frage, gibt man bei Verdacht schon eine möglichst breite Antibiotikatherapie, nicht so ganz ohne. Denn man hat das Risiko einer Übertherapie. Und die Übertherapie bedeutet immer, man macht eine Selektion resistenter Erreger. Und die Daten sind völlig klar. Das Auftreten eines multiresistenten Erregers bei Sepsis, egal welcher multiresistente Erreger das ist, verdoppelt in etwa das Risiko der Sterblichkeit. Das liegt übrigens nicht daran, dass die Erreger besonders pathogen wären, sondern das liegt daran, dass man keine adäquate Therapie hat, eine erhöhte Rate an Therapieversagen und damit ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Deshalb leben wir in dem Spannungsfeld, behandeln wir den, der es braucht, zu spät, erhöhen wir die Sterblichkeit, behandeln wir den, der es nicht braucht, zu breit, dann ist das für die Gesamtentwicklung auch schlecht. Und nach vielen, vielen Debatten hat man sich jetzt zu einem mehr oder minder faulen Kompromiss entschieden. Man hat gesagt, also wenn die Patienten wirklich eine Sepsis haben und wir haben die eindeutig diagnostiziert, dann bleibt die Golden Hour erhalten, unabhängig von der Frage, ob eine Schocksituation vorliegt. Wenn wir einen dringenden Sepsisverdacht haben, ohne dass wir das bewiesen haben, und der Patient ist im Schock, im Organversagen, auch dann bleiben wir bei der 1 Stunde. Aber wenn wir einen Sepsisverdacht haben und der Patient hat keine Schocksymptomatik, dann erlauben wir uns 3 Stunden Diagnostik, um doch nachzusehen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, warum der Patient in diesem klinischen Situation ist. Es sollte dann allerdings innerhalb von 3 Stunden antibiotisch behandelt werden, wenn man sich nicht sicher ist. Insgesamt steht dieses ganze Golden Hour Konzept auf relativ tönernen Füßen. Die beste Observationsstudie ist die große von Seymour in New England Journal publizierte Studie. Und Sie sehen, über die Zeit steigt die Sterblichkeit an, aber sie steigt gerade mal so um 0,8 bis 1% pro Stunde an, also überhaupt nicht in demselben Ausmaß, das
Kumar gesehen hat. Und wenn man in randomisiert kontrollierte Studien guckt, da gibt es nicht viele. Da gibt es 2, die eigentlich nicht unserer klinischen Situation entsprechen. Das ist eine randomisiert kontrollierte Studie, in der man frühzeitige antibiotische Therapie im Notarztwagen untersucht hat und hat geguckt, wenn man das schon im Notarztwagen macht, bei Verdacht auf Sepsis ein Antibiotikum geben, gegenüber denen, die man erstmal in die Klinik gebracht hat. Und dann hat man sich entschieden, gibt es da irgendeinen Unterschied? Und Sie sehen Punkt A, im Zeitpunkt bis zum Antibiotikum war das gar nicht so unterschiedlich und im Outcome hat man gar nichts gesehen. Aber Sie können natürlich an dieser Studie viel kritisieren und wenn Sie gucken, welches Antibiotikum ist dabei benutzt worden, Ceftriaxon 2 Gramm als Standardantibiotikum, dann ist das vielleicht auch der falschen antibiotischen Auswahl geschuldet, dass man hier kein Ergebnis gesehen hat. Die zweite Studie kommt aus Jena. Das war ein großes vom Land Thüringen finanziertes Konzept, das damals Konrad Reinhardt ins Leben gerufen hat. Und hier ging es darum, kann man durch Ausbildungsmaßnahmen das Outcome der Patienten mit Sepsis und septischem Schock verbessern. Und man hat das Cluster randomisiert gemacht. Man hat also Abteilungen ausgewählt, die das Ausbildungskonzept bekommen haben, versus solchen, die kein Ausbildungskonzept bekommen haben. Und Sie sehen, insgesamt hat das Ausbildungskonzept zu einem positiven Ergebnis hinsichtlich Mortalität, hinsichtlich Sterblichkeit geführt. Aber wenn man dann die Daten zur Antibiotikagabe anguckt, dann hat man da gar nichts gesehen. Das Ausbildungskonzept hat weder dazu geführt, dass die Antibiotika früher gegeben worden sind, noch hat sie zu einer gezielteren Antibiotikatherapie beigetragen. Und das mag einfach daran liegen, aus meiner Sicht, dass natürlich gerade zu Reinhardts Zeiten in Thüringen wir so viele Fortbildungen gemacht haben, dass sowieso alle das Golden Hour Konzept durchgeführt und eingehalten haben. Und dann hat man am Ende die besonders geschult worden sind versus die sich schon selbst geschult haben, verglichen und keine Änderung gesehen. Es ist gar nicht so einfach, solche Studien zu machen, bei der man wirklich eine nicht beeinflusste Population finden kann. Also halte ich an diesem Punkt fest. Wir bleiben beim Golden Hour Konzept. Wenn die Patienten allerdings nicht im Schock sind und die Frage, ob eine Infektion vorliegt, unsicher ist, dann sollte man so ganz grob abklopfen, ob es andere Ursachen für die klinische Symptomatik gibt. Also haben die zum Beispiel ein kardiales Problem, haben die ein anders geartetes Problem, um Antibiotika-Übertherapie zu vermeiden. Damit komme ich zum nächsten Punkt, Biomarker. Und Procalcitonin ist ja eine Debatte, die wir nun auch schon seit 20 Jahren in Deutschland führen. Das ist ja durch Brahms in Deutschland berühmt geworden und in den Markt gekommen. Und die Antwort zum Procalcitonin in der Leitlinie teilt sich in 2 Teile. Und Teil 1 ist Procalcitonin als Marker, um die Sepsis zu diagnostizieren, wird nicht empfohlen. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Gründen für. Es gibt, und das ist immer schlecht, mehr Meta-Analysen als Originalarbeiten. Das ist nie gut. Und die zeigen ein uneinheitliches Bild. Ich persönlich würde sagen, das Problem liegt einfach in 2 Punkten. Auch das Procalcitonin hat natürlich einen Zeitverzug. Der ist nicht so groß wie der Zeitverzug des CAPs, aber auch der beträgt 6 bis 9 Stunden. Und wenn Sie eine schnell anlaufende Sepsis
haben, sehen Sie noch gar kein Procalcitonin-Signal. Und dann gibt es ein zweites Problem, das mit der organspezifischen Freisetzung von Procalcitonin zu tun hat. Es ist eben nicht jedes Organsystem gleich in der Procalcitonin-Freisetzung. Sie kriegen hohe Procalcitoninspiegel aus dem Gastrointestinaltrakt. Intraabdominale Sepsis macht sehr hohe Spiegel. Sie kriegen nur sehr mäßige aus der Lunge. Ein Procalcitonin bei Pneumonie über 1 ist eher eine Rarität. Sie kriegen aus manchen Organsystemen, Endokard zum Beispiel, Myokard, gar kein Procalcitonin-Signal. Also eine Endokarditis macht eben kein Signal. Und Sie kriegen bei Nicht-Infektionen deutliche Procalcitonin-Signale bei bestimmten Umständen. Und hier ist am wichtigsten zu nennen der Schlaganfall und der Hirntod. Das Hirn setzt große Mengen an Procalcitonin frei. Und je ausgeprägter die Hirnschädigung, umso höher die Procalcitoninspiegel. Und das macht die Einschätzung zur Diagnose der Sepsis schwierig. Man muss insgesamt sagen, ein wirklich guter Marker für die Sepsis-Diagnose haben wir nach wie vor nicht. Ich sage vielleicht ein paar Worte zu Procalcitonin und Covid, weil die Frage, wie ist es denn mit der sekundären Infektion bei Covid-19-Patienten, gerade auf der Intensivstation, die bewegt uns ja alle. Und Covid ist total unterschiedlich von Influenza. Influenza ist ein Erreger, der ganz bestimmte Rezeptoren im Atemwegsepithel aktiviert, die Kokken binden. Und deshalb kommt es unter Influenza sehr früh im Krankheitsverlauf am Tag 2 bis 5 in der Regel zu einer sekundären Kokkeninfektion. 50% der beatmeten Influenza-Patienten haben eine Pneumokokken- oder Staphylokokkeninfektion. Und gerade für Staphylokokken gibt es einen Synergismus mit Influenza. Und deshalb in den neuen Pneumonie-Guidelines sowohl der Amerikaner als auch der Europäer wird bei schwerer beatmeter Influenza auch ohne Erregernachweis eine klassische ambulant erworbene Pneumonietherapie mit einem Aminoglycosid-Inhibitor oder einem Cephalosporin sozusagen präemptiv empfohlen, bis zum Beweis des Gegenteils. SARS-CoV-2 hat diesen aktivierenden Mechanismus nicht. Kokkeninfektionen sind bei SARS-CoV-2 selten und die meisten Sekundärinfektionen sieht man eher später im Verlauf, um den Tag 8 bis 10 nach Intubation herum. Und das sind klassische nosokomiale Infektionen und sie sind klassischerweise gramnegativ. Es gibt inzwischen viele, viele große Serien, die zeigen, dass 95% aller sekundärbakteriellen Infektionen bei Covid-19 gramnegativ sind. Nun ist es bei Covid-19 so, dass Sie, obwohl das eine virale Infektion ist, immer ein bisschen Procalcitonin bekommen. Das Procalcitonin liegt so in der Regel zwischen 0,5 und 1. Das sehen Sie hier. Und tatsächlich in dieser ersten Arbeit, und wir hier in Hannover haben eine ganz ähnliche publiziert, sehen Sie, wenn die Sekundärinfektion kommt, geht das Procalcitonin hoch und das ist sensitiver als das CRP. Die Kurve, die Fläche unter der Kurve ist besser für PCT als für CRP. Jetzt kommt das Aber. Wie so oft bei Covid-19 sind wir eingeholt worden von der Realität. Und die Realität ist, dass wir ja allen Patienten Dexamethason geben und dass wir einer bestimmten Gruppe von Patienten andere immunmodulierende Medikamente geben, zum Beispiel das Tocilizumab. Und beide Medikamente, und das ist in dieser Arbeit
sehr schön gezeigt worden, supprimieren das Procalcitonin. Um ehrlich zu sein, mir war das nicht so klar. Aber Sie sehen das hier, das sind die ohne Cortison und Tocilizumab, der Anstieg bei der sekundären Infektion. Und das sind die unter Dexamethason und Tocilizumab sind. Sie sehen gar nichts. Da kriegen Sie keinen Procalcitonin-Anstieg mehr. Und das ist natürlich ein bisschen das Problem, weil wir praktisch alle unsere Intensivpatienten inzwischen auf so einer Medikation haben und wir können weder das Procalcitonin noch das CRP noch gut nutzen, sodass die Frage sekundäre Infektion, ja oder nein, im Zweifelsfall gar nicht gut zu beantworten ist. Und das führt leider zu einer dramatischen Übertherapie von Covid-19-Patienten mit antibakteriellen Substanzen. Gucken wir weiter, was in den Sepsis Surviving Campaign Guidelines steht. Und hier beginne ich zunächst einmal oben mit der Frage, wie sollen die Patienten denn antibiotisch behandelt werden? Und ich zeige Ihnen so ein bisschen die Guidelines der Europäer für nosokomiale Pneumonie, an denen ich auch mitgeschrieben habe und will das nochmal betonen. Zwischen Europa und Amerika gibt es erhebliche Unterschiede in der Einschätzung der antibiotischen Therapie. Und selbst in Europa gibt es sehr große Unterschiede in der Strategie. Und das liegt daran, dass die Rate an Multiresistenz komplett unterschiedlich ist. Wenn Sie Länder wie Spanien, Italien, Griechenland nehmen, so haben die im Bereich der Enterobacteriaceae, also Coli Klebsiellen, inzwischen Resistenzraten von 90% Breitspektrum-Beta-Lactamasen und weit über 50% Carbapenem-Resistenz. Das haben wir nicht. Wir liegen in Deutschland bei den ESBLs im Mittel im Moment etwa bei 16 bis 20% und Carbapenem-resistente Stämme sind immer noch eher eine Rarität. Und die Frage, wie man antibiotisch behandelt, hat letztlich zwei Stratifizierungsrichtlinien. Stratifizierung 1 ist die Frage, Schock oder nicht Schock. Und wenn die Patienten im septischen Schock sind, dann streng nach dem Golden Hour Prinzip letztlich, dann möchte man auf der sicheren Seite sein und breiter sein und macht eine pseudomonas-wirksame Kombinationstherapie. Und das heißt ein pseudomonas-wirksames Beta-Lactam, also Piperacillin, Tazobactam, Ceftazidim oder ein Carbapenem als alte Substanzen. Und von den neuen Substanzen, die jetzt im Markt sind, hat sich erstaunlicherweise das Ceftolozan, Tazobactam, als beste pseudomonas-wirksame Substanz erwiesen. Und das kombiniert man mit einem Aminoglykosid, mit dem Cholestin oder einem Fluorchinolon, pseudomonas-wirksame Fluorchinolone, Levofloxacin oder Ciprofloxacin. Aber die Fluorchinolone sind so ein bisschen aus der Mode gekommen. Das liegt daran, dass es Kreuzresistenzen mit den Fluorchinolonen gibt. Die sind von der Gesamtresistenz in Deutschland deutlich schlechter als die Aminoglykoside. Und auch bei hoher Dosierung hat man da mehr Therapieversager. Also im Moment gibt es eher eine Neigung dazu, bei Kombinationstherapie Aminoglykoside oder Cholestin zu benutzen. Und wenn MRSA-Verdacht, dann eine zusätzliche MRSA-Therapie. Die MRSA-Therapie ist organspezifisch. Wenn Lunge, dann ist die bevorzugte Substanz Linezolid. Aber Vorsicht, Linezolid ist eine bakteriostatische Substanz. Das ist keine gute Sepsis-Substanz, weil man da gerne Bakterizid ist. Also im septischen Schock würde man eher eine systemisch starke Substanz
bevorzugen. Das ist klassischerweise bei der Lunge das Vancomycin oder als Alternative die 5-Generations Cephalosporine, also Ceftarolin oder Ceftobiprol. Ich selber, auch wenn das Geld kostet, bei einer wirklich septischen MRSA-Pneumonie benutze in der Regel diese 5-Generations Cephalosporine, weil Effektivität ist klar, Gewebsgängigkeit ist gut und die Sicherheit ist relativ hoch. Bei anderen Organsystemen außerhalb der Lunge ist Daptomycin eine ganz hervorragende MRSA-Substanz. Die geht nur in der Lunge nicht, weil sie durch Surfactant gehemmt wird. Aber sonst ist das eine biofilmpenetrierende, hervorragende Substanz. Die kann man nutzen. Und man hat noch andere Alternativen in der Kombination. Also man kann Rifampicin als Kombinationspartner zu Vancomycin nehmen oder man kann Phosphomycin benutzen. Phosphomycin nehmen wir ganz gerne bei schweren septischen Haut- und Weichteilinfektionen. Wenn die Patienten nicht im Schock sind, unter deutschen Resistenzbedingungen reicht eine Monotherapie. Und Monotherapie heißt dann Piperacillin, Tazobactam oder ein Cephalosporin oder ein Carbapenem. Vielleicht noch ein kritisches Wort zum Piperacillin, Tazobactam. Aus Gründen, die uns nicht wirklich klar sind, ist Piperacillin, Tazobactam bei septischen Schock schlecht. Da gibt es die berühmte Merino-Studie aus Australien, ESBL-Sepsis, Vergleich mit Carbapenem, katastrophale Daten. Es gibt jetzt aber aus der Entwicklung neuer Beta-Lactamase-Hämmer, also zum Beispiel den Daten zu Relbactam oder Vabobactam, auch Vergleichsgruppen mit Piptazo und die zeigen ebenfalls eine sehr schlechte Wirksamkeit im Schock, auch wenn das Piptazo ausreichend dosiert ist. Ich persönlich benutze im septischen Schock primär kein Piperacillin, Tazobactam mehr, aber für die Nicht-Schock-Patienten bleibt das ein gutes, wenn nicht gar das Standardantibiotikum. Und die zweite Stratifizierungsfrage ist, müssen wir mit resistenten Erregern rechnen? Und dazu gibt es so einen kleinen Fragepanel, den Sie benutzen können. Wann müssen Sie denn überhaupt mit Resistenzen rechnen? Dazu gehören die Patienten, die vorher schon resistent besiedelt waren. Es gehören Patienten, die aus Ländern kommen, die eine hohe Resistenz haben. Also Sie übernehmen einen Patienten aus Spanien, aus Griechenland, aus der Türkei, dann haben Sie auf jeden Fall mit höherer Wahrscheinlichkeit einen resistenten Erreger als einen sensiblen. Dann gehören die Patienten dazu, die viele Antibiotika schon bekommen haben in der Vortherapie und die lange im Krankenhaus liegen. Aber Deutschland ist, und das muss ich immer wieder betonen, ein Niedrigresistenzland. Wir haben wenig Resistenzprobleme und wir haben noch weniger Multiresistenzprobleme. Und normalerweise müssen wir, und wenn ich jetzt mal Greifswald nehme, das ist sozusagen ein Hort der niedrigen Resistenz, da müssen wir nicht mit einem resistenten Erreger rechnen. Und deshalb sollten wir uns sehr zurückhalten, die primäre Therapie immer auf die schrecklichste Resistenz auszurichten. Das ist in der Regel gar nicht nötig. Machen Sie bitte eine ordentliche Diagnostik, Blutkulturen, lokale Kulturen, also Atemwegsmaterial, wenn es Pneumonie ist, Urin, wenn es Urogenitalsepsis ist, irgendwas Intraabdominales, was Sie bekommen können bei der Intraabdominalsepsis, und dann therapieren Sie gezielt. Wichtiger Punkt und ich glaube inzwischen Standard,
prolongierte oder kontinuierliche Antibiotikatherapie. Und auch hier nochmal, das macht nur bei Beta-Lactamen Sinn. Also nur bei Penicillin-Inhibitor, Cephalosporin oder Carbapenem. Und zum Carbapenem noch einmal ein wichtiger Punkt. Das Imipenem ist überhaupt nicht für die prolongierte Therapie geeignet, weil es nicht stabil ist. Und das Meropenem hat nur eine Stabilität von 3 bis 4 Stunden. Also Sie können keine kontinuierliche Meropenemgabe machen, sondern Sie geben dann die Tagesdosis jeweils über 4 Stunden. Und man kann mit dem Meropenem hochgehen bis auf 4 Stunden Infusionen A2 Gramm. Das ist dann so die Maximaldosis, die man nutzen kann. Vom Prinzip macht die prolongierte Infusion immer dann Sinn, wenn Sie einen Erreger haben, der an der Resistenzgrenze ist oder sogar drüber. Also ich sage Ihnen ein Beispiel. Sie haben einen Pseudomonas mit einer mittleren Hemmkonzentration von 8 für Carbapeneme. Der Breakpoint ist normalerweise 2. Dann würden Sie sagen, 8 ist resistent, da kann ich kein Carbapenem geben. Aber da erreichen Sie mit der prolongierten Infusion so hohe Konzentrationen, dass Sie den Keim noch erwischen. Die schweren multiresistenten Enterobacteriaceae oder Pseudomonas, wenn die solche MHKs haben, 4 oder 8, die behandle ich tatsächlich noch mit Carbapenem, mit prolongierter Infusion. Ich sage immer mal, eine MHK von 32 oder 64 ist stockresistent, dann brauchen Sie das gar nicht mehr probieren. Für alle anderen Antibiotikagruppen, also für das Vancomycin, die Fluorchinolone und andere, macht prolongierte Infusion keinen Sinn, weil das keine Mittelspiegelantibiotika sind. Die haben andere pharmakologische Kriterien und damit ist das letztlich sinnvoll. Die neuen Antibiotika, da sind die meisten schon als prolongierte Infusion in den Markt gebracht worden. Das gilt für Ceftolozan-Tazobactam, das gilt für Ceftazidim-Avibactam, aber auch für Cefiderocol. Die werden alle schon als prolongierte Infusion gegeben. Und dann so ein bisschen mein Lieblingsthema. Alle wissen das, wenige setzen es um. Im Prinzip sollten wir Antibiotika-Spiegel bestimmen. Nicht nur für Vancomycin oder Aminoglycoside, sondern eben auch für die Beta-Lactame. Wir selber haben gerade eine Arbeit publiziert, da haben wir das mal fürs Meropenem gemacht und da haben wir gesehen, wir unterdosieren 1/3 der Patienten und wir überdosieren 1/3 der Patienten. Und besprechen Sie das mit Ihrer klinischen Chemie. Das ist wirklich kein Hexenwerk und man kann die Therapie durch Spiegelbestimmungen wirklich deutlich verbessern. Da haben wir wirklich einen großen Platz, um besser zu werden. Ja, kommen wir zu den weiteren Punkten. Der oberste ist eine Banalität. Chirurgische Herzsanierung ist ein Muss der Sepsistherapie. Da sind Anästhesisten und Chirurgen in der Regel besser als Internisten, die sich immer nicht dazu entschließen können, den Chirurgen zu holen. Aber wenn Sie halt nur mal einen Abszess haben, wenn Sie einen definierten Herd haben, dann müssen Sie den chirurgisch angehen. Und ich will mal ein Extrembeispiel nennen. Das ist die nekrotisierende Fasziitis mit B-Streptokokken. B-Streptokokken sind Erreger, die haben gar keine Resistenz. Die können Sie wunderbar antibiotisch behandeln, aber sie retten diese Patienten nicht, wenn sie nicht ein ausgedehntes Debridement der infizierten Bereiche machen. Darüber nachzudenken, ob man was chirurgisch herzsanieren kann, macht auf jeden Fall Sinn. Der nächste Punkt ist die Frage der Deeskalation. Und Deeskalation sind wir weiterhin, da werde ich ein bisschen ordinär, sauschlecht. Grundsätzlich gilt,
Reevaluation des Patienten nach 48 bis 72 Stunden. Und wenn kein Therapieerfolg, dann nachdenken, ist es das falsche Antibiotikum? Habe ich eine Resistenz oder habe ich gar keine Infektion? Das lohnt sich manchmal auch darüber nachzudenken. Und wenn der Patient erfolgreich therapiert ist, dem geht es deutlich besser. Einmal gucken, was sagt die Mikrobiologie? Kann ich deeskalieren von Kombitherapie auf Monotherapie oder sogar nach Monotherapie zwischen den Antibiotika? Beispiel, Sie haben jemand mit unklarem septischen Schock mit Meropenem, Vancomycin behandelt und jetzt kriegen Sie eine sensible Klebsielle zurück. Die können Sie eigentlich mit Ceftriaxon behandeln. Und wenn wir da deeskalieren, dann sparen wir Carbapeneme, was ein ganz wichtiges Ziel ist. Und dann der letzte Punkt, Therapieverkürzung. Und hier wird jetzt das Procalcitonin ausgesprochen empfohlen. Man soll das Procalcitonin zur Therapiesteuerung nutzen. Und hier sind eine ganze Reihe von Studien im Amendment angeführt, Studien, die für Pneumonie, für Bakteriämie, für intraabdominelle und urogenitale Infektion unterschiedliche Therapiedauern verglichen haben. Und die haben alle Biases, diese Studien. Die sind alle nicht ganz sauber, aber Sie sehen, längere Therapie war praktisch nie besser als kürzere Therapie. Und ganz grundsätzlich kann man auch beim septischen Schock sagen, 7 Tage ist sowas wie der heilige Gral, die kritische Therapiedauer. Und wenn man den Patienten nach 7 Tagen nicht besser hat, dann muss man überlegen, was für ein Problem hat und nicht die Therapie verlängern. Natürlich gibt es Infektionen, die Langzeitbehandlung brauchen. Dazu gehören die tertiären Peritonitiden mit Abszess, die muss man länger behandeln. Natürlich die Pleuraempyeme oder Lungenabszesse, die Osteomyelitis oder die Endokarditis. Zu Antivirals sagt die Leitlinie gar nichts. Das ist schlicht und ergreifend Covid geschuldet. Man hat sich einfach nicht getraut, 2020 was zu Covid zu sagen. Und der zweite Erreger, den man hier berücksichtigen könnte, das ist immer die Frage, gibt es eigentlich eine schwere Herpesinfektion bei beatmeten Patienten? Sehr umstrittenes Thema, sehr umstrittene Daten und man hat sich da zurückgezogen. Aber zu Pilzen hat man was gesagt und hier will ich Ihnen nur noch mal die Tabelle zeigen. Das sind die Patienten, die aus verschiedensten Gründen ein erhöhtes Pilzinfektionsrisiko haben. Und ich will vielleicht nur so ein paar Highlights sagen, also perforierende Darmerkrankungen, Magenperforation, Kolonperforation bei der Divertikulitis, Gallenblasenperforation. Das hat ein hohes Risiko für Candida, Sepsis, Immunsuppression hat ein hohes Risiko für Aspergillose. Und dann gibt es natürlich so eine ganze Reihe an Erregern wie Kryptokokken oder Histoplasma, wo die Grunderkrankung HIV, wir sehen erschreckenderweise in Hannover wieder sehr viel mehr HIV-Erstdiagnosen in den letzten Monaten, vor allem von Patienten aus dem Migrationsmilieu und Reiseanamnese, Histoplasmen zum Beispiel, das ist die klassische Südamerika Rocky Mountain Erkrankung, das gibt es in Asien, das muss man aus der Anamnese heraus gewinnen. Klassische Diagnostik für Candida bleibt die Blutkultur, vielleicht nochmal Therapiedauer bei Candida-Infektionen 2 Wochen nach Negativierung der Blutkultur. Das ist die Leitlinie und klassische Diagnose von Aspergillus ist das Galactomannan im Serum oder aus der BAL und der typische CT-Befund.
Damit bin ich fertig mit den Antibiotika und in den letzten 2 Minuten gehe ich nur noch diese 3 Empfehlungen ganz kurz durch. Vielleicht haben Sie die schon diskutiert. Änderungen, was das Hydrocortison angeht. Beim Hydrocortison sagt man jetzt nicht mehr nur im therapierefraktären septischen Schock, sondern für alle Patienten, die eine länger dauernde höhere Vasopressortherapie haben. Datenlage schwach. Ich zeige Ihnen hier mal eine der letzten Meta-Analysen. Kein Signal für Mortalität, aber ein Signal für weichere Parameter wie Zeit im Schock, Beatmungsdauer oder Intensivdauer. Und man hat sich hier eher auf die Seite der etwas häufigeren Hydrocortisontherapie gegeben. Auch bei den Vasopressoren gibt es so eine kleine Änderung. Arterieller Mitteldruck von 65 bleibt, aber der periphere Zugang wird jetzt erlaubt. Also ein zentraler Zugang im Zweifelsfall nicht mehr nötig. Und Sie sehen hier nochmal die Empfehlung, was die Vasopressoren angeht. Primär Norepinephrin, also Aterenol, Zielgröße 65 und als Alternative jetzt andere Vasopressoren wie beispielsweise Vasopressin und für die eingeschränkte kardiale Funktion das Doputamin, aber wirklich nur, wenn Sie nachweislich zum Beispiel im Echo oder im Rechtsherzkatheter eine deutliche Verschlechterung der kardialen Funktion sehen. Und dann das alte Thema Volumenersatz. Und hier gibt es auch eine klare Änderung der Empfehlung gegen Kochsalz und für balancierte Kristalloide. Und das beruht wesentlich auf dieser New England-Studie, in der gezeigt wurde, dass Chlorid, das Bicarbonat, Chlorid steigt an, Bicarbonat fällt ab bei den Patienten, die viel NaCl bekommen. Und das hat in dieser Studie auf verschiedene Endpunkte, gerade im septischen Schock und gerade im Hinblick auf Nierenversagen, einen statistisch signifikanten Effekt. Und deshalb hat man sich generell dafür entschieden, balancierte Kristalloide als Standard zu finden. Und hier sehen Sie nochmal, das will ich jetzt nicht weiter erklären, die Empfehlung, es waren viele Menschen, Jean-Louis Vizon zum Beispiel, in dieser Fluid Resuscitation Gruppe, da gibt es eine gewisse Vorliebe für Albumin. Ob man die wirklich so teilen kann, das lasse ich mal dahingestellt. Und damit freue ich, dass ich nicht primär über Covid reden musste. Ich gehe davon aus, dass wir um Ostern herum eine deutliche Entspannung der Covid-Situation bekommen. Und dann werden wir lernen, dass es auch noch andere Krankheiten gibt. Und das ist eine Freude, sich wieder mehr dem zuzuwenden. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Welte, ganz, ganz herzlichen Dank für diese schöne, tolle Zusammenfassung, auch für den Blick über den Tellerrand der antiinfektiven Therapie und nochmal darauf und die Hinweise zu den tatsächlichen Änderungen in der neuen Leitlinie. Und wir haben tatsächlich schon reichlich Fragen und ich versuche mal ein bisschen nacheinander die abzuarbeiten. Wenn mir das nicht ganz gelingt, dann ist der Christian Scher mit dabei und kann dann einfach mir ein bisschen mit ins Wort fallen und mich unterstützen. Ich fange mal an. Da geht es um die Geschichte PCT und Covid. Und da stellt sich die Frage, wie kann eine sekundäre Infektion bei Covid-Patienten dann überhaupt diagnostiziert werden, wenn PCT als Marker unter der von uns standardmäßig verwendeten Therapie quasi wegfällt. Gibt es irgendwelche andere Möglichkeiten, das rauszukriegen? Ja,
also insgesamt muss man sagen, die Biomarkerentwicklung ist ein bisschen eine Enttäuschung. Alle Biomarker, die wir haben, haben ihre Vor- und Nachteile. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so viel besser wie das CAP ist am Ende nichts. Und mit unserem alten CAP plus Klinik kommt man jetzt doch nicht so schlecht hin. Ich sehe im Moment die Biomarkerentwicklung eher auf einem anderen Bereich, nämlich in der Erfassung des Inflammationszustands, also Hyperinflammation gegen nicht vorhandene oder normale Inflammation. Und das hat klare Konsequenzen, weil für den Hyperinflammationszustand vielleicht in Zukunft andere Mittel zum Einsatz kommen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Und das eigentlich faszinierendste Beispiel ist jetzt der lösliche Urokinase-Plasminogen-Aktivator SUPA, ein Biomarker, der zur Steuerung der Hyperinflammation bei Covid eingesetzt wird, vor allem für die Interleukin-1-Antikörpertherapie, also Anakinra. Und die Daten zeigen, dass das wirklich extrem differenziert. Wenn SUPA nicht hoch ist, hat man mit so einer Therapie überhaupt keinen Gewinn. Wenn das hoch ist, dann hat man einen deutlichen Überlebensvorteil. Ich glaube, dass am Ende doch gute Klinik gut ist. Biomarker sind immer nur Hilfsmittel, aber es hilft nichts. Man muss den Patienten angucken. Und deshalb glaube ich auch, dass Telemedizin, so populär das jetzt ist, in der Intensivmedizin nur bedingt hilft. Das Anheben der Bettdecke und Angucken des Patienten bleibt immer noch entscheidend. Ja, ich glaube, das ist nicht nur philosophischer Ansatz, sondern ein ganz praktischer. Und das steht ja im Übrigen auch in der Leitlinie ECT drin, dass das kein Zusatzgewinn ist zur klinischen Untersuchung. Und allein mit diesem Satz wird ja die Bedeutung auch der klinischen Untersuchung nochmal unterstrichen. Es gibt allerhand Fragen zu dem Themenkomplex prolongierte und kontinuierliche Gabe. Und ich will mal anfangen mit einer Frage zum Meropenem und der Instabilität. Die hätte ich sonst auch gestellt, wenn sie nicht hier im Chat gewesen wäre. Was sagt Herr Frey oder Herr Bringern aus Heidenheim dazu? Also von denen weiß ich zumindest, dass sie viel gemessen haben und sagen, ja, okay, das ist instabil, aber wenn man TDM dazu macht, dann sieht man ja, dass man trotzdem super liegt und dann ist zumindest die kontinuierliche Infusion sehr gut, ohne dass man da alle 3-4 Stunden den Perfuser wechseln muss. Das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, tatsächlich in welchen Zubereitungsgrößen man das gibt. Also eher kleine oder eher große Whales. Und wenn man das im Perfusor in 50 Milliliter gibt, 1 Gramm in 50 Milliliter, dann ist das relativ lange stabil. Aber das hat natürlich einen forensischen Aspekt, weil das ist einfach so nicht empfohlen. Also klar, die Heidenheimer haben viel Erfahrung. Ich selber bin auch ein großer Freund von Spiegelbestimmungen. Wenn man das macht, ist man auf der sichereren Seite. Aber in die Empfehlungen wird das aufgrund des Labelings nie reinkommen. Ja, okay, nee, das ist sicherlich ganz klar. Zu dem Themenkreis eine weitere Frage. Da geht es jetzt um die prolongierte Infusion. Da steht die Frage, wenn man das Spiegel bestimmt, zu welchem Zeitpunkt sollte man das machen? Also prolongiert verstehe ich ja immer so 4 Stunden, oder? Ja, also ganz klar, wir reden über Mittelspiegel Antibiotika und die entscheidenden Spiegel sind die Talspiegel. Man braucht keine Spitzenspiegel und Talspiegel heißt dann vor der nächsten Gabe. Ja, okay. Nächste Frage zum Vancomycin. Die Frage von Herrn Mindenberg, Vancomycin verlängerte Infusion oder Dauerinfusion sinnvoll? Nein, also weder noch. Vancomycin Spiegelbestimmung dringend erforderlich. Da hat es auch eine Änderung gegeben
Ich bin auch groß geworden mit Talspiegel um die 10. Das ist verlassen. Der Talspiegel sollte bei 15 bis 20 liegen. Wir haben auch gelernt, ich bin auch noch groß geworden mit, bei Hämodialyse braucht man das nur einmal die Woche. Auch das stimmt leider nicht. Auch da kann man eine schnellere Metabolismus haben. Also auch da muss man alle 2, 3 Tage auf der Intensivstation den Talspiegel bestimmen und wenn er unter 15 ist, dann wieder eine Volldosis geben. Vancomycin ist ein über AOC wirksames Medikament, das auch einen bestimmten Spitzenspiegel braucht. Deshalb macht das eigentlich gar keinen Sinn, das prolongiert zu geben. Okay. Dann gehen wir ein bisschen mal von der antiinfektiven Therapie weg. Eine Frage, Albumintherapie in der sepsis-septischen Schock, Fragezeichen, aber ich glaube, das ist ja vorhin beantwortet und Sie haben sich auch dazu, glaube ich, schon ja auch ein bisschen außerhalb der Leitlinie sogar positioniert. Ja, wobei man muss ehrlich sagen, also wir hatten da viel Diskussion und es gibt ja eine große Studie, die SAFE-Studie, die das untersucht hat. Aber ehrlich gesagt ist die Datenlage für das Albumin, für alle Kolloide, wenn Sie das Albumin dazu rechnen, sogar die beste. Und deshalb ist das dort hineingekommen. Es hat gerade von der Europäischen Sicherheitskommission nochmal ein klares Votum gegen HES gegeben. Das machen wir in Deutschland ja schon seit langem. Aber am Montag ist nochmal ein Votum herausgekommen, dass man das HES für die Intensivmedizin sogar ganz verbieten sollte in allen Indikationen und auch die Datenlage für andere Kolloide ist nicht besonders gut, sodass man tatsächlich sagen muss, wenn man aus irgendeinem Grund mit Kristalloidlösungen nicht hinkommt, dann hat Albumin immer noch die beste Datenlage. Ja. Okay, vielen Dank für das Statement. Eine Frage zur abdominellen Sepsis, Schock-Hohlorganperforationen beim Immungesunden, dann ein Echinokandin schon in der empirischen Therapie? Nein, würde ich nicht machen. Bei den Immunkompromittierten würde ich das tatsächlich tun. Aber man muss einfach die Möglichkeit der Pilzinfektion auf dem Schirm haben. Ja. Und wenn man keinen Therapieerfolg mit der klassischen antibiotischen Therapie sieht, da nochmal nachdenken. Und tatsächlich, das ist sowas, das versuche ich in die Chirurgen immer hineinzubekommen, aber es ist eben sehr schwierig, dass die aus dem OP Material wegschicken und dass, wenn sie zum Beispiel so weiße Belege auf der Leber sehen, dass es da gut wäre, wenn wir da eine Diagnostik hätten. Nativmaterial, das ist das Allerbeste. Wenn das dann von Freitagnachmittag bis Montag früh in der OP, im OP steht, dann nutzt es natürlich nichts mehr. So ging hier die Frage dann auch weiter. Also wenn dann der Abdomenabstrich da ist und dann die Pilze drin sind, soll man dann behandeln, ja. Ja. Oder nur, wenn sie in der Blutkultur sind? Nein, also wenn ich einen Nachweis im abdominellen Compartment habe, Risiko ist hoch, Mortalität ist immer noch sehr hoch. Echinokandine sind inzwischen billig und gut verträglich. Ja, würde ich tun. Ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen. Ach so, denn Albumin ist natürlich immer ein heißes Thema, ne? Ja. Obwohl es gar kein Antibiotikum ist, muss ich mal sagen. Was für Grenzwerte? Also ja, also für den Volumenersatz, wenn man eben, also ich bin klar auf der balancierten Kristalloidlösung, aber für den Volumenersatz würde man das nicht nach Albumingrenzwerten machen. Ja. Bei uns in der inneren Medizin nutzen wir Albumin tatsächlich zum Beispiel bei den Intensivpatienten mit der dekompensierten Leberzirrhose, die dann Albuminwerte unter 20 haben oder noch darunter schwer hydropisch sind, dann setzen wir das tatsächlich substitutiv ein. Dann ist es aber nicht im Sinne eines Volumen
Volumenersatzes, sondern im Sinne einer intravaskulären Volumenerhöhung. Ja, okay. Eine weitere Frage: Wie behandeln Sie eine Sepsis mit Stenotrophomonas maltophilia? Ich weiß nicht, ob man das so pauschal beantworten kann. Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Stenotrophomonas maltophilia ist zu mehr als 90% der Fälle ein reiner Kolonisator. Und gerade wenn Sie Stenotrophomonas im Atemwegsmaterial finden, müssen Sie 5-mal darüber nachdenken, ob der überhaupt krank macht. Wenn Sie natürlich, Sie haben einen Patienten mit einer chronischen Lungeninfektion, Mukoviszidose, Bronchiektasenerkrankung, die sind ja häufig Stenotrophomonas besiedelt und der kriegt dann eine pneumogene Sepsis oder Sie finden den Stenotrophomonas in der Blutkultur, dann ist das ein wirklicher Keim und der ist nicht so einfach zu behandeln. Das erste Kave ist, selbst wenn diese Stenotrophomonas als Carbapenem sensibel ausgewiesen werden, wirken Carbapeneme nicht. Also Carbapeneme gehen bei Stenotrophomonas nicht. Die Standardtherapie sind Fluorchinolone, Ciprofloxacin oder Levofloxacin. Resistenz aber in etwa einem Drittel der Stämme. Reserve ist Cotrimoxazol, in der Intensivmedizin natürlich sehr schwierig. Und neue Alternative ist Cefiderocol. Das ist sehr gut Stenotrophomonas sensibel. Das war auch hier jetzt im Chat die nächste Frage. Was gibt es für Erfahrungen schon mit Cefiderocol? Aber ich glaube, das haben Sie jetzt damit schon beantwortet. Also Cefiderocol ist für mich ein reines Reserveantibiotikum, auf keinen Fall ein Erstlinienantibiotikum. Und es ist ein Antibiotikum für spezifische multiresistente Keime. Dazu gehört der Stenotrophomonas, dazu gehört im Mukoviszidose-Kollektiv Burkholderia cepacia, dazu gehören die Carbapenem-resistenten Acinetobacter. Ja, da braucht man eine sehr spezifische Indikation. Ja, ich glaube, Christian, du kannst ja noch mal schauen, ob ich was übersehen habe. Ich kriege deine geschickten Dateien nicht so ganz auf. Eine Frage habe ich allerdings selber, die erlaube ich mir auch noch zu stellen. Ich bin dann so ein bisschen unzufrieden mit dieser jetzt seitenweise sich ausbreiten darüber in der Leitlinie, wie schlecht es ist, jeden hochdosiert primär ein Antibiotikum zu geben. Ich sage jetzt mal bewusst überspitzt. Ist es denn wirklich, gibt es denn irgendwelche Daten dafür, dass es in Richtung der Resistenzentwicklung schädlich ist, wenn ich einem Herzinfarkt aus Versehen 6 Gramm Meropenem in den ersten 24 Stunden gebe und dann erkenne, es ist nicht und dann natürlich absetze? Gibt es in Richtung der Resistenz der Daten, dass ich damit natürlich sein Mikrobiom massiv schädige? Das ist mir klar. Also das würde mich sehr interessieren. Daten gibt es dazu gar keine. Aber Sie haben natürlich schon das Wonderword gesagt. Wenn Sie das dann nach 24 Stunden wieder absetzen, was vernünftig ist, dann ist das okay. Aber wenn es dann 10 Tage weitergegeben wird, dann stören Sie natürlich die Gesamtökologie einer Intensivstation. Ja. Also für mich ist der entscheidende Punkt, das ist eigentlich mein wichtigster Learning Point immer, die Re-Evaluation nach 48 Stunden. Ja, ja. Also das ist auch, das ist das, was, dann verstehe ich es wieder. Ne? Also das ist wirklich so ein bisschen mein Problem mit der Leitlinie. Ich habe so den Eindruck, man hat aus der Not heraus, weil die Leute eben nicht re-evaluieren, dann jetzt hier so gesagt, naja, ehe das da beim Herzinfarkt 7 Tage läuft oder 10, dann machen wir lieber hier am Anfang ein bisschen deutlicher, dass das gefährlich ist. Ich glaube, dass man vielleicht mehr die Worte oder die Wahrheit hinter den Worten sehen soll. Und da sind wir wieder am Anfang. Das ist wirklich saubere Differentialdiagnose machen. Und ich will wieder so ein bisschen auf die Covid-Wirklichkeit zurück, weil das da gerade sehr evident ist. Wir haben ja mit Omikron
einen sehr wenig pathogenen Erreger. Und wir sehen sehr viele Menschen, die nicht wegen Covid-19, sondern SARS-CoV-2 positiv wegen irgendeiner anderen Erkrankung ins Krankenhaus kommen. Und ich sehe dann schon, dass inzwischen man ist so fixiert darauf, der ist Covid-positiv und der braucht jetzt Sauerstoff, also schwere Covid-Erkrankungen, dass die Differentialdiagnose nicht mehr ordentlich ist. Und kann ich sagen, gerade von heute Morgen wieder, genau so eine Patientin kommt dann auf die Infektionsstation, dann ruft man schon bei mir an, die muss jetzt auf die Intensiv, 6 Liter Sauerstoff, guckt man sich das Röntgenbild an, das ist kein Hauch Covid-Pneumonie und das CRP ist 18 oder sowas, also kaum erhöht. Und ja, dann im CT hat sie dann eine ausgeprägte beidseitige Lungenembolie. Also die ordentliche Differentialdiagnose und nicht das schnelle Verlassen auf eine vorläufige Diagnose. Das scheint mir hier die Botschaft zu sein. Ja, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Ja, ich habe doch mal durchgeguckt und Herr Scheer auch. Wir haben, glaube ich, keine weiteren Fragen. Ich muss mich beim Auditorium, es kamen mehrere Kommentare, dass unser Ton heute nicht so super gut ist. Kann ich mich nur entschuldigen. Wir werden nächstes Mal da vielleicht doch versuchen, mit einem Headset das mehr zu machen. Ich glaube nicht, dass es an der Leitung lag. Die wird an der MHH sicherlich ja ziemlich gut sein. Naja, man weiß es nie. Ja. Vielleicht sind es die Chinesen. Ja. Genau, das kann natürlich auch sein. Ja. Ja, Herr Welte, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das auch sagen zu können im Namen der doch wieder über 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der heutigen Sepsis-Akademie, auch insbesondere für die Beantwortung der doch sehr unterschiedlichen Fragen aus allen Richtungen. Herzlichen Dank, Ihnen nachher irgendwann einen guten Weg nach Hause, dem Referenten genauso wie allen Zuhörern. Und ich freue mich, Sie dann in einem Monat wieder zur Sepsis-Akademie begrüßen zu dürfen. Da wird das Thema eines Mikrobiologen aus Groningen sein, die Blutkulturdiagnostik. Und da glaube ich, das haben Sie ja vorhin auch angesprochen, haben wir einen ganz wichtigen Punkt in der Diagnostik der Sepsis, wo man sehr, sehr viel falsch machen kann und wo nachher die Therapie ganz oft auch nicht so wirklich, ja, wenn man das falsch gemacht hat, dann wird auch die Therapie nicht besonders richtig. Ja, leider sind wir Deutschen da sehr schlecht. Also wir sind im Europa-Vergleich auf einem der hinteren Plätze, was Blutkultur angeht. Ja. Also allen einen schönen Abend und vielen Dank nochmal. Und ein entspanntes Frühjahr wünsche ich allen. Ja, das wünschen uns alle. Danke. Tschüss.